Ja, Büchse 308, kurze Lauflänge, 46 cm mit kleinem Schalldämpfer, ermöglicht auch auf der Pirsch eine handliche, führige Waffe dabei zu haben, die allen jagdlichen Situationen gerecht wird, die man hier erwarten kann und ein hohes Maß an Sicherheit aufweist und gleichzeitig die Möglichkeit, bis zu 5 Schuss abzugeben. Wahrscheinlich werden wir sie nicht brauchen. Der Rhythmus der Jahreszeiten bestimmt atmosphärisch sehr viel. Man hat im Frühling das Gefühl, es geht aufwärts und alles ist beschwingt und wunderbar. Man genießt das Licht und die angenehmen Temperaturen. Die Pflanzen wachsen schnell und das Leben startet durch. Da konnte man noch durchgucken und jetzt wird es schon so dicht, dass man fast nichts mehr sieht. Aber die Wiese ist noch durchdringbar. Hier sind die Einstände, auch des Schwarzwildes. In 50 Metern beginnt es so richtig undurchdringlich zu werden. Da kommt nichts durch, gehen auch keine Leute hin. Da kann man am helllichten Tag ein Schwein hochmachen. Das wollen wir aber jetzt nicht. Ich gehe durch den Wald und stelle fest, mir fällt irgendwas auf. Also nur aspektorientiert. Nicht so systematisch wie jetzt jemand, der eine Studie vervollständigen soll. Da hat ein Reh gelegen, ist aber schon älter. Wir werden noch frischere Betten sehen. Woran siehst du das? Dort sind schon wieder Blätter rübergeweht, ne? Und die Erde ist trocken. Wenn sie richtig dunkel ist und frisch, dann ist das Reh gerade erst aufgestanden. Das könnte auch ein Bock gewesen sein. Ihr seht hier winzige Fegespuren. Der junge Baum hat ein bisschen was abgekriegt. Auch 2 Betten. 3, 4, 5. Hier haben Rehe gelegen. 5 Stück. 6, 7. Das war eine Ente. Da vorne Reh. Ente, Ente. Reh. Durch das schnelle Pflanzenwachstum muss man gucken, ob Sitze freigeschnitten werden müssen, ob man überall was sehen kann, ob irgendwelche Veränderungen eingetreten sind durch Äste, die herunterhängen oder umgestürzte Bäume. Es ist schon wichtig, dass man täglich die Einrichtungen kontrolliert auf Brauchbarkeit und freie Sicht. Graureiher im Anflug. Den haben wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen gestört. Der hatte sich auf die Meerforellen gefreut. Ja, das ist eine Leiter, die ich gebaut habe, weil von den Landesforsten nichts kam. Und die ist nahezu kostenneutral aus einfachen Stämmen, die ich dann nochmal halbiert habe, um die Stufen zu kriegen. Ist stabil genug, um das verantworten zu können, darauf zu klettern. Und aufgrund der Höhe von 5 Metern erlaubt es einen Blick in die Wiese rein, in das hohe Kraut. Also man muss ja auch im Dunkeln und schwer beladen da hochkommen, ohne das Risiko einzugehen, dass man runterfällt oder abbricht. Und deswegen ist es schon wichtig, dass solche jagdlichen Einrichtungen einigermaßen sicher sind. Ja,
Diese beiden Weidenstämme habe ich einfach mal rangenagelt als seitliche Stützen, um dem Hochsitz mehr Halt zu geben. Und hier zeigt sich die Überlebensfähigkeit von Weiden. Die wachsen selbst dann noch weiter, wenn oben ein Nagel drin steckt und sie abgesägt wurden. Ne? So, wenn sie Bodenkontakt haben, ist es ein bisschen feucht. Das reicht ihnen schon. Und das muss man dann jedes Jahr freischneiden, damit man überhaupt noch was sehen kann. Ne? Denn diese Äste werden im Juli 2 Meter lang sein. Uah. Junge, ist das ein Gemüse. Ich sehe meine Aufgabe in erster Linie in der Schalenwildregulierung, dass also Rehe nicht überhand nehmen. Und in zweiter Linie bin ich auch derjenige, der dafür sorgt, dass nicht zu viele Leute ihre Hunde freilaufen lassen oder irgendetwas veranstalten, was sie nicht dürfen. War ein Schmalreh, hätte ich vom Gesetz her schießen können. Aber wenn man nicht ganz sicher ist und nicht genau genug ansprechen kann, dann schießt man auch leicht mal eine führende Ricke tot, die dann Milch im Gesäuge hat. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Böcke und vermeiden unklare Schüsse. Luxuskanzel von den Landesforsten. 4 Wochen wurde die hier aufgestellt. Mein ursprünglicher Plan war, ich sitze hier und ihr sitzt oben auf der anderen. Aber der grüne Dschungel kam dazwischen. Vor 4 Wochen konnte man noch durchgucken. Aber die steht an der richtigen Stelle. Das ist der Premium-Ansatz. Ja, mit Dach. Und trotzdem kann man durchschwingen. Ne? Durch die Dachkonstruktion, die nur hinten Träger hat, kann man vorne bei einer Bewegungsjagd im Stehen schießen und durchziehen. Das Blaue sind die Ansitze und das Rote, wir sind jetzt hier unten. Und hier wurde also mal ein Schwein geschossen, 3 Rehe, dann hier unten zu den Leitungen raus nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Rehe. Man kann sagen, das ist hier eine ganz gute Leiter. Wenn der Mensch nicht mehr da wäre, dann würden vermutlich als letzte übrig bleiben Krähen und Ratten. Das sind nach meiner Einschätzung die überlebensfähigsten Tiere überhaupt. Kulturfolger, robust, die werden mit allem fertig. Und ich glaube, nach denen sind auch schon die Rehe da. Die gibt es auch seit 2 Millionen Jahren, nahezu unverändert. Und die haben bewiesen, dass sie anpassungsfähig sind, sich auch an Klimaveränderungen anpassen können, besser als andere Tiere. Ich könnte mir vorstellen, dass hier wieder Verhältnisse herrschen würden wie nach der Eiszeit. Also wir hätten Laubwälder, wir hätten sehr hohe Wildbestände und irgendwann würden auch große Prädatoren einwandern, also Bär und Wolf. Denn die 1000 Kilometer von Italien bis hier sind keine Strecke. Das schafft ein Wolf in einer Woche und ein Bär vielleicht in einem halben Jahr. Man findet kaum noch die Dachsburg. Alles grün geworden. Wo ist sie denn?
Hier ist eine Röhre. Hier ist eine Hauptröhre. Und die da ist befahren. Da haben wir auch Glück. Man sieht das an der hellen Erde. Denn die Dachse haben so ein keilförmiges Brustbein, auf dem sie reinrutschen. Und das hinterlässt im Boden diese Rinne. Man erkennt auch die Pfotenabdrücke, die brannten. Das ist alles Dachs und ganz frischer Erdboden, noch feucht von der Nacht. Die sind hier heute Nacht aktiv gewesen. Am Tag sieht man die nie, aber in der Nacht umso häufiger. Und dank Wärmebildtechnik in letzter Zeit auch erfolgreicher. Also ich habe noch nie so viele Dachse gesehen, wie seit ich ein Wärmebildgerät habe. Denn sonst würden die einem nicht auffallen. Aber sind die jetzt im Moment da drin? Ja. Kannst du ihn mal rausholen? Ja, kommt mal raus. Ja. Fernsehen ist hier. Die letzten 50 Meter. Alle, die sagen, die Natur muss man nur sich selbst überlassen, dann reguliert sich alles, befinden sich im Irrtum. Richtig ist, dass nichts funktionieren würde ohne Jagd. Man hat im Kanton Bern in der Schweiz das mal ausprobiert und da waren nach 5 Jahren Seuchen und Überpopulationen bestimmter Arten, dass die Armee eingesetzt werden musste, um das wieder herunter zu regulieren. Ich habe bestimmte Regeln, die ich mir immer auf der linken Seite notiere. Also hier habe ich ein Reh geschossen, das sah für mich zuerst aus wie ein Schmalreh. Ich dachte, es wäre weiblichen Geschlechts, weil ich die winzigen Knöpfe nicht gesehen habe. Und dann habe ich mir als Regel notiert, immer auf Knöpfe achten. Starkes Zielfernrohr oder Glas. Und das sieht man nicht mit bloßem Auge. Manchmal ist es schwer, über das Zielfernrohr anzusprechen. Und das ist besser, man hat ein starkes Doppelglas dabei und guckt nochmal in aller Ruhe, ob da irgendwas zwischen den Ohren ist. Das heißt, du schreibst dir sozusagen so einen Lerneffekt da rein? Ja, genau. Ich will ja nicht immer dieselben Fehler machen und deswegen schreibe ich mir so Regeln auf, die mich, sagen wir mal, wie hier, da war ich beim Schweinehotel und habe einen Frischling gesehen und habe aber vorbeigeschossen, ärgerlicherweise. Und dann habe ich mir hinterher als Regeln aufgeschrieben, erstens Sauen nicht in den Einständen beschießen. Macht man nicht, weil man sie dann vergrämt. Und zweitens freihändige Schüsse vermeiden, besser ansetzen. Na, also keine hektischen Aktionen. Und drittens, das war der Grund für den Fehlschuss, Handy auf Vibration stellen. Mich hat nämlich genau in dem Moment, als ich anlegte und abdrücken wollte, was ich auch gemacht habe, jemand angerufen. Und dann war also voller Handyton, die Sau sprintete weg und ich habe daneben geballert. Und als 4. Rat für mich selber mal wieder auf den Schießstand gehen. Das kann auch nicht schaden. Na, also so mache ich das. Ja. So, Kontrollgang beendet. Keine Fledermausdamen getroffen, die das Schwarmverhalten studieren. Und alle Ansitzeinrichtungen stehen noch. Jagd ist stark erschwert durch Pflanzenwachstum. Man kann kaum noch 50 Meter weit gucken im Wald. Bockjagd eigentlich nur noch auf den Wiesen möglich. Ich
kann mich nicht an jeden erinnern. Ich muss dann manchmal das Gehirn von der Wand nehmen und auf der Rückseite gucken, wie die Daten waren, dann fällt es mir wieder ein. Aber ich habe über alles Tagebuch geführt, seit 35 Jahren, also mein jachtliches Tagebuch. Und ich kann alles rekonstruieren, was ich je gemacht habe auf der Jagd. Und ja, das ist eine schöne Erinnerung, ne? Man guckt die Trophäe an und es wird wieder lebendig. Die echten Highlights jachtlich, also Drückjachten und Bewegungsjachten, bei denen man wirklich was erlebt, die finden ab Oktober statt. Und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Highlight ist der 9.12., wenn im Nachbarrevier die Deponie durchgedrückt wird und ganz viele Schweine, also sagen wir 20, 30, in Bewegung kommen und dann auch durch unser Revier laufen werden. Das ist immer der spannendste Tag im ganzen Jahr. Hast du noch ein Ziel? Ja, ich würde mich schon freuen, wenn ich auch ein Schwein erwischen könnte. Ganz bestimmt.